Guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Live-Webcast für Privatanlegende zu unseren Geschäftszahlen. Inzwischen sind wir im dritten Quartal bzw. haben das reported in der letzten Woche. Bei mir ist Hannes Wittig, der Leiter von Investor Relations, der gleich durch die Präsentation führt und im Anschluss die Fragen beantworten wird. Und wir schauen, der Klicker ist hier, uns vorab nochmal an zu dem Thema unsere Kommunikation mit Privatanlegenden. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Wir hatten im letzten Quartal ja erstmals einen solchen Call. Wir waren auf der Digital X und haben die Neuigkeiten im B2B-Bereich vorgestellt, Robotik, AI etc. Das war sehr spannend. Wir hatten über 20 Privatanlegende bei uns, die am Preisausschreiben teilgenommen hatten, das im Newsletter angekündigt war. Und jetzt gerade am Wochenende der Börsentag in Hamburg, wo wir mit vielen Privatanlegenden gesprochen hatten und im intensiven Austausch waren. Insofern, damit haben wir nicht gerade angefangen. Damit werden wir auch nicht enden. Das geht insofern weiter. Und damit gebe ich, Hannes, an dich zu dem Thema, wie hat sich die Aktie denn entwickelt seit dem letzten Mal? Ja, vielen Dank, Christoph. Und ich zeige hier jetzt mal erstmal am Anfang den Kurschart mit ein paar Erklärungen, was waren so die Höhen und Tiefen des Jahres. Zum Glück überwiegend Höhen. Seit heute Abend sind wir ja fast 20% im Plus, wenn man auch die Dividende mitrechnet, die wir im Mai gezahlt haben. Sie sehen hier den Ablauf des Jahres. Wir hatten einen sehr starken Start. Dann gab es im Markt Spekulationen zur Wettbewerbsentwicklung, insbesondere in den USA. Das hier unter dem Stichwort Dish Amazon genannt. Da ist eigentlich dann nichts passiert. Und insofern haben sich die Dinge auch wieder beruhigt und auch erholt und relativiert. Letzte Woche haben wir unsere Zahlen rausgelegt, auf die ich dann zu sprechen komme. Und in der Woche davor haben wir unsere geplante Aktionärsvergütung für das Jahr 2024 angekündigt. Das waren zwei positive Ereignisse für die Aktie. Und insofern können wir dann heute auch da etwas mehr ins Detail gehen. Also insofern seit Jahresbeginn eigentlich eine sehr schöne Performance. Und wir haben uns auch gegen die relevanten Vergleichswerte gut und stark gezeigt. Wenn man noch mal etwas länger in der Zeit zurückgeht, hier in dem Beispiel über 5 Jahre, dann haben wir eine totale Shareholder Returns Performance von 80% erreicht. Das ist die Kumulation der Kursentwicklung und der gezahlten Dividenden. Ja, dann komme ich auf die Ergebnisse, die wir letzte Woche vorgestellt haben. Links sehen Sie erstmal, was wir berichtet haben. Wir kommen jetzt gerade aus dem US-Merger raus. Der ist erfolgreich zu Ende gebracht worden. Und alle Segmente haben dieses Quartal ein starkes Wachstum gezeigt. Und wir können auch sagen, in diesem Quartal ein noch schnelleres Wachstum gezeigt, als es im Vorquartal schon der Fall war. Insbesondere erfreulich dieses Quartal der anhaltend starke Kundenzuwachs, der an einigen Stellen auch rekordverdächtig war in Deutschland. Insbesondere hatten wir das erste Quartal ohne Anschlussverluste seit der Deregulierung in den 90er Jahren. In Deutschland hatten wir im Übrigen das 28. Quartal mit EBITDA-Wachstum, 28. Quartal in Folge, muss ich dazu sagen, in Europa das 23. Quartal. Das ist also keine Eintagsfliege, was wir hier machen, das ist eine Wiederholungstat. Und die Prognose für 2023 konnten wir insofern anheben. Das geht im Wesentlichen auf die Prognoseerhöhung der T-Mobile USA zurück, die ein paar Wochen zuvor schon verkündet wurde. Wir haben die T-Mobile hat ihr Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen zum September, das sie ein Jahr zuvor verkündet hatte. Und dann hat sie ein neues Aktienrückkaufprogramm
angekündigt. Das Interessante an diesem neuen Aktienrückkaufprogramm ist, beziehungsweise Aktionärsvergütungsprogramm ist, dass es auch eine Dividende beinhaltet. Das heißt, die T-Mobile wird jetzt, und das ist ihre Absicht, pro Jahr etwa $3 Milliarden an Dividenden ausschütten. Und die Telekom als 52% Aktionär wird natürlich ihren Anteil daraus auch erhalten. Das ist sehr wichtig, weil damit auch jetzt klar wird, dass das, was sich in den USA entwickelt hat, für die Deutsche Telekom und ihre Aktionäre lohnt. Und dieser Rückfluss als Dividende ein sehr beständiges Element sein wird nach vorne. Dazu kommt der Share Buyback in Summe 19 Milliarden Aktionärsvergütung zwischen September, also Ende September diesen Jahres und Ende Dezember nächsten Jahres. Allerdings haben wir auch in die Zukunft investiert und mit Comcast eine Vereinbarung über zusätzliches Spektrum abgeschlossen im Umfang von 3 Milliarden. Und schließlich haben wir als Deutsche Telekom eine Dividendenerhöhung angekündigt von 10% plus ein Aktienrückkaufprogramm auf der Ebene Deutsche Telekom von bis zu 2 Milliarden Euro. Das ist in Summe ein schönes Programm für die Aktionärsvergütung und damit wollen wir auch, sage ich mal, etwas an den Erfolg der US-Merger-Integration, die jetzt zu ihrem Ende kommt, teilhaben lassen. Auf der rechten Seite sehen Sie unser Schwungrad. Das Schwungrad, auf Englisch Flywheel, ist auch hinter mir und im Grunde ist es relativ einfach, aber manche großen oder erfolgreichen Dinge sind ja einfach. Und erstmal investieren wir. Wir investieren sehr viel. Wir haben in den letzten 10 Jahren die Investitionen deutlich nach oben geschraubt. Allein dieses Jahr investieren wir noch 17 Milliarden in Gänze und in den Gebieten in unseren Operations außerhalb von den USA erhöhen wir dieses Jahr die Investition nochmal um 500 Millionen. Wir glauben also an gute Netze und unsere Netze sind ja auch preisgekrönt. Ich komme da nochmal drauf zu sprechen. Gute Netze sind ein ganz wichtiger Faktor für zufriedene Kunden. Jeder spricht von Kundenzufriedenheit, aber ich glaube, wir haben da auch wirklich gute Fortschritte gemacht und können auch auf einige Dinge verweisen. Den Kundenzustrom sehen Sie ja, aber auch die Wechselrate, also der Churn, erreicht neue sag ich mal, Rekordwerte nach unten. Und schließlich gehört natürlich effizientes Wirtschaften dazu. Das ist die nächste Sektion hier. Das führt zu starken Gewinnen und Finanzergebnissen, die dann wiederum die Grundlage für Investitionen sind. So, es klingt eigentlich ziemlich einfach. Wenn es gut läuft, ist es ein Virtuous Circle, ja, also ein positives Feedback Loop. Und wir hoffen, dass wir das weiter auch am Laufen halten. Was tun wir dafür? Sehen Sie auf der nächsten Seite. Wir investieren in Glasfaser. Das ist die Technologie der Zukunft. Wir haben ja sehr gute Netze in Deutschland, die auch sehr erfolgreich und populär sind und die für die heutigen Zwecke weitestgehend ausreichen. Aber die Zukunft wird irgendwann im Bereich direkte Glasfaser liegen und darin investieren wir heute rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland alleine. Wenn man Europa zusammennimmt, haben wir jetzt fast 16 Millionen Haushalte, die wir mit Glasfaser anschließen können. In den USA haben wir klare Netzführerschaft erreicht und unser Ultra Capacity 5G Network, wie wir das nennen, hat ihr Ziel von 300 Millionen Kunden, die erreicht werden können, beziehungsweise 300 Millionen Bevölkerung in den USA 3 Monate zuvor erreicht. Das ist ein absolutes Spitzennetz und ermöglicht uns auch in den nächsten Jahren weniger zu investieren, schlicht und einfach, weil wir jetzt eine riesige Kapazität geschaffen haben in den letzten Jahren. In Deutschland, wenn wir über das Thema Mobilfunk sprechen, hat uns die letzte UCLAS-Studie attestiert, dass wir etwa doppelt so schnell sind wie der dritte Wettbewerber in Deutschland und auch deutlich schneller als der zweite Wettbewerber in Deutschland. Und auch in Europa haben wir die 5G-Abdeckung deutlich erhöht. Bei den Kunden sehen wir starke Zuwächse. Sie sehen hier auf der Seite, dass wir in den USA bei den werthaltigen Sprachvertragskunden einen vergleichbaren Zuwachs wie im Vorjahr hatten. Wir erwarten für das Gesamtjahr rund 3 Millionen
Neukunden hier. Und auch außerhalb der USA hatten wir sehr starkes Wachstum. In Deutschland hatten wir deutlich über 300.000 Kunden und fürs Gesamtjahr oder für die letzten 4 Quartale 1,2 Millionen Neukunden. Auch im Breitbandbereich in Deutschland läuft es sehr gut, auch im Fernsehbereich. Die Zuwächse im Breitbandkundenbestand im dritten Quartal waren mit 96.000 sehr gut, auch im Fernsehbereich 52.000. Und das ist keine Eintagsfliege, wie Sie allein schon auf diesem Bild hier sehen, weil das eine konsistente Performance ist in diesem Jahr. Aber Sie sehen auch, das ist in den Vorjahren auch genauso gewesen. Und das ist natürlich extrem wichtig. Ich sage mal, finanzielle starke Ergebnisse kann man auch erzielen zu Lasten des Neukundenzugangs. Bei uns ist das schönerweise so, dass die Neukunden kommen und wir gleichzeitig gute Finanzergebnisse erzielen. Und das sehen Sie hier und das ist schön zu sehen, dass das auch jedes Jahr der Fall ist. Und dieses Jahr wird sich sehr schön daran anschließen. Was sind unsere Wachstumscases? Wir haben ja eine Unternehmenspräsentation auf der Webseite, die Sie da auch einsehen können. Hier ist mal ein Bild gezeigt, das insbesondere auch die ländlichen Gebiete in den USA hervorhebt. Hatte das auch schon beim letzten Call erwähnt, aber es ist tatsächlich sehr wichtig für die Story der Deutschen Telekom, die Wachstumsstory der Deutschen Telekom, dass wir in den USA etwa in 40% der Bevölkerung, die in den ländlichen Gebieten sind, historisch deutlich unterrepräsentiert waren. Wir haben dort jetzt starke Marktanteilsgewinne und sind jetzt etwa bei 16,5% Marktanteil. Das ist aber deutlich unter unserem nationalen Marktanteil und wir haben dort nach vorne das beste Netz. Wir haben dort also riesige Wachstumschancen über Glasfaser und 5G. Geschäftskunden habe ich jetzt nicht alles diskutiert, aber ich glaube, Sie können sich das dann in Ruhe mal anschauen. Und was auch schön ist, dass wir unseren Energieverbrauch abgesenkt haben. Das ist ja nicht trivial durch die 5G-Technologie und die höhere Nutzung im Mobilfunk. In Deutschland steigt die Nutzung im Mobilfunk pro Jahr um etwa 1/3. Da müssen Sie mehr Standorte zur Verfügung stellen, mehr Spektrum ausleuchten. Und trotzdem ist uns gelungen, den Energieverbrauch abzusenken. Und das ist für uns sehr wichtig. Und wir wollen das auch tunlichst nach vorne, zumindest auf einem weiter abnehmenden Gradienten halten. Ja, Sie wissen, die USA ist bei uns ein wesentlicher Ergebnistreiber, etwa 2/3 des operativen Ergebnisses. Wenn man es bereinigt um unseren Anteil an den USA, dann ist die USA, sag ich mal, knapp unter 60% an den Gewinnen der Telekom. Also wir haben immer noch ein ausgewogenes Portfolio zwischen Europa und den USA. Aber natürlich ist die Ergebnisentwicklung der T-Mobile USA für uns sehr wichtig und die ist auch sehr gut. Sie sehen auf der nächsten Seite, wie die Umsätze und das EBITDA sich entwickelt haben in den wichtigen Geschäften. Schön ist, alles wächst. Das sind die 9 Monatszahlen. In den USA ist das EBITDA, wenn man es bereinigt, um gewisse Non-Cash-Effekte um 10% gewachsen in den ersten 9 Monaten und in Deutschland um 3%. Die Serviceumsätze, das sind die werthaltigen Umsätze, also nicht die, wo wir zum Beispiel Endgeräte weiterverkaufen, sind um 3,3% in diesem Jahr gewachsen. Und ich kann auch sagen, dass alle die Metriken, die Sie auf dieser Seite sehen, sich im dritten Quartal tatsächlich auch beschleunigt haben. Im mehrjährigen Vergleich sehen Sie auch, dass diese Art von Wachstum, die wir jetzt sehen, sag ich mal, in den letzten Jahren immer wieder erreicht wurde. Und das ist ein sehr konsistentes Bild. Das gilt auch, wenn ich mir den Konzern ohne die USA anschaue, weil auch dort wir ein sehr schönes und konsistentes Wachstum haben. Und dieses Jahr werden wir eher, sag ich mal, bei den Umsätzen am oberen Rand dieser Darstellung landen. Wir haben aufgrund der starken Ergebnisse in den USA die Chance gehabt, unsere Prognose für das Jahr nochmal zu erhöhen. Das ist dann das 3. Mal dieses Jahr. Und was vielleicht auch noch sehr wichtig ist, man liest ja oft in der Presse, Deutsche Telekom sehr hohe Schulden, könnte ein Problem darstellen, insbesondere in Zeiten höherer Zinskosten. Wir
Wir haben nominell hohe Schulden. Wenn Sie die Leasingverbindlichkeiten weglassen, sind es knapp 100 Milliarden. Allerdings davon 75% in den USA. Die USA ist ein separater Container, wie man da sagt, Verschuldungscontainer. Das heißt, da gibt es keine Ansprüche an die Mutter. Und wenn wir mal schauen, wie sich das bei der Verschuldung aufteilt, und das ist eine Darstellung, die wir dieses Quartal mal neu gemacht haben, sehen Sie oben links, dass von diesen 97 Milliarden, die ich gerade gezeigt habe, eben 24 Milliarden auf die Deutsche Telekom außerhalb der USA entfallen. Unser EBITDA dieses Jahr ist geguidet mit 14 Milliarden. Das heißt, nach den gängigen Kriterien in der Branche sind wir also eher auf der underleveraged, also unterverschuldeten Seite des Spektrums. Wir haben auch unsere Zinsen sehr stark abgesichert. Wir haben inzwischen in Europa 92% unserer Langverbindlichkeiten zinslich abgesichert und in den USA sind es schon 100% gewesen. Unser Zinsaufwand ist insofern vergleichsweise stabil. Und Sie sehen auch, dass die Fälligkeiten moderat sind. Die Fälligkeiten können auch aus dem, was wir an Free Cashflow erwirtschaften, beziehungsweise aus dem, was wir aus den USA an Aktionärsvergütung erwarten, gut abgedeckt werden. Und das bringt mich jetzt zum Abschluss zu nochmal den Kernbotschaften für die ersten 9 Monate dieses Jahres. Weiterhin starke Performance in allen Märkten, insbesondere auch starkes Kundenwachstum, sehr konsistentes EBITDA-Wachstum, was uns auch hilft, hohe Investitionen zu finanzieren und insgesamt auch ein gutes Wachstum beim Free Cashflow darzustellen. Wir haben die Prognose zum 3. Mal angehoben. Wir sehen uns beim Glasfaserausbau in Deutschland und in Europa im Plan. Und im Plan heißt in dem Fall mindestens 10 Millionen Haushalte in Deutschland und auch in Europa, also in Summe 20 Millionen Ende 2024. Wir haben unseren Anteil bei der T-Mobile jetzt auf 52% erhöht und sind damit jetzt in einer komfortablen Situation. Sie erinnern sich vielleicht, dass durch die Fusion, die kapitalschonende Fusion mit Sprint, unser Anteil auf 43% zurückgegangen war. Wir haben das in den letzten 3 Jahren erfolgreich zurückführen können auf die jetzt 52%, die Sie hier sehen. Die Verschuldung ist bei 2,4 Mal, wenn ich die Leasingverbindlichkeiten weglasse. Die Ratingagenturen sehen uns mit einem stabilen Ausblick in der Mitte unserer Komfortzone. Und insgesamt sind wir auf einem guten Weg, unsere Ziele aus dem Kapitalmarkttag von 2021 zu realisieren. Die Ziele sind für Ende 2024 gültig. Wir werden nächstes Jahr einen Kapitalmarkttag vermutlich im Oktober durchführen, wo wir diese Ziele dann für die nächsten 3 Jahre erneuern. Und wie ich schon gesagt habe, hatten wir ja die Möglichkeit, die Dividende um 10% zu erhöhen. Das entspricht unserer Ausschüttungsquote, die wir angekündigt hatten. Und zusätzlich können wir ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Euro für nächstes Jahr erwarten. Insofern insgesamt, ich denke, ein gutes Quartal, ein gutes Jahr für die Deutsche Telekom bislang. Und wie wir gerne dann sagen, we won't stop. Jetzt schauen wir mal, jetzt freue ich mich auf die Fragen. Wir haben die jetzt gesammelt, Christoph, du hast die aggregiert. Sie haben die sehr eingereicht über unsere Wege. Ganz genau. Das machen wir jetzt genauso wie beim letzten Mal, und zwar über die Online-Plattform Particify. Vielleicht können wir den QR-Code jetzt nochmal einblenden. Sie können da Ihre Frage eingeben, ohne Registrierung, auch anonym, wenn Sie möchten. Wenn Sie Ihren Namen angeben, dann lesen wir den hier auch mit vor und sprechen Sie persönlich an. Ja, Hannes, vielen Dank. Das war kurz und knapp und bündig. Du hattest es
es gesagt, kurzfristig und eindimensional erfolgreich zu sein kann jeder. Der Witz bei dem Schwungrad ist, auf allen 4 Dimensionen erfolgreich zu sein und das nicht nur kurzfristig, sondern wie wir ja gesehen hatten, über mehrere und viele Jahre hinweg. Der letzte Punkt war die Aktionärsvergütung. Die Dividende spricht für sich, 77 Cent, 10% mehr als im letzten Jahr. Aber der Aktienrückkauf, der führt zu Fragen. Und zwar, warum nochmal? Also warum jetzt, die Dividende ist gut eingeführt, jeder versteht sie. Warum machen wir jetzt einen Aktienrückkauf, der mit 2 Milliarden ja auch der größte Aktienrückkauf ist, den wir jemals gemacht hatten? 2010 gab es schon mal einen, das waren aber nur 400 Millionen. Jetzt also 2 Milliarden, das ist ja eine Hausnummer. Ja, also in der Tat ist das, sage ich mal, ein großes Programm für die Deutsche Telekom. Allerdings, wenn ich mir anschaue, was wir an, sag ich mal, inzwischen an finanziellen Mitteln zur Verfügung haben, ist das ein Programm, was wir uns leisten können und auch leisten wollen. Es geht jetzt vornehmlich um die Erfüllung eines Versprechens. Wir hatten im Jahr 2021 auf dem Weg zum Erreichen der selbstgesteckten Ziele eine Kapitalerhöhung vorgenommen. Das heißt, wir hatten 225 Millionen Aktien neu ausgegeben, 4,5% des bestehenden Aktienbestandes. Dadurch wurden die Anteile der Bestandsaktionäre an den Gewinnen, den zukünftigen Gewinnen der Deutschen Telekom verwässert. Ja, wir haben ja was dafür bekommen. Es war keine schlechte Transaktion. Es war auch eine einzigartige Kapitalerhöhung, weil sie nämlich mit einer Prämie stattgefunden hat. Das ist für Kenner der Materie, sag ich mal, extrem ungewöhnlich. Also da waren wir auch zufrieden damit. Allerdings hat es sich effektiv doch um eine Verbesserung der Aktionäre gehandelt, die wir jetzt zurückführen wollen. Und in Summe werden wir mit 2 Milliarden etwa 1/3 bis 40%, das wird dann vom Kursverlauf nächstes Jahr abhängen, dieser ausgegebenen Aktien wieder zurückkaufen. Das ist insofern dann eben accretive, wie man auf Englisch nennt. Also es erhöht dann wieder den Anteil der zukünftigen Gewinne des Unternehmens, die auf die Aktionäre entfallen, die nicht an diesem Aktienrückkauf teilnehmen. Insofern ist das eigentlich eine Maßnahme, die zum Beispiel in angelsächsischen Ländern sehr üblich ist, die bei uns sich aber anbietet, weil wir eben diese Verwässerung gehabt haben, dieses Versprechen gegeben haben, aber weil wir auch guten Grund haben zu glauben, dass unsere Aktie noch sehr viel Potenzial hat und insofern das keine Geldverschwendung ist. Gut, wir wissen ja noch nicht genau, wie viele Aktien wir dann zurückerwerben werden, weil noch unklar ist, zu welchem Preis wir dann insgesamt kaufen werden. Es läuft bis Ende 2024. Eine Frage war, wird es danach dann weitergehen? Oder ist das jetzt einmal die 2 Milliarden und das war's? Na gut, wir haben jetzt zunächst mal keine Aussagen über die Jahre nach 2024 getroffen. Allerdings, wie du richtig gesagt hast, Christoph, ist ja von denen werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, mit 2 Milliarden die 225 Millionen Aktien komplett zurückzukaufen. Und insofern wäre es relativ konsistent, wenn wir im Folgejahr dann weiter Aktien zurückkaufen. Allerdings haben wir dazu noch keine Aussage getroffen. Es wäre eine, sagen wir, begründete Erwartung, aber der Aktienrückkauf hat ja auch den Vorteil, dass er eine gewisse Flexibilität beinhaltet. Anders als die Dividende, die wir ja stetig steigern wollen, so wie wir unsere Gewinne stetig steigern wollen. Der Aktienrückkauf hat das Element also ein höheres Element der Flexibilität. Aber ich glaube, es ist eine faire Erwartung und wenn wir die nicht erfüllen, dann brauchen wir einen guten Grund, um was anderes zu machen. Okay, dann lasst uns weitergehen zum Thema USA. Wir hatten ja gesehen, 2/3 mit Abstand das wichtigste Geschäft innerhalb der Telekom. Und da ist jetzt die Frage, warum stoppen wir dann bei etwas über 50%? Warum nicht einfach den Anteil kontinuierlich ansteigen lassen und insofern nicht am Aktienrückkaufprogramm der T-Mobile US teilnehmen? Ja gut, also erstmals
haben wir ja noch eine Situation, dass wir auch auf der Verschuldungsseite noch etwas tun müssen, um unsere Ziele auf der Entschuldungsseite etwas tun müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Darüber hinaus, wenn es um das Thema, natürlich hätten wir gerne mehr an der T-Mobile, ist gar keine Frage, aber es kostet ja auch Geld und das müssen wir halt abwägen gegen andere Mittelverwendungen, wie zum Beispiel ein Aktienrückkauf auf der Ebene der Deutschen Telekom. Und das hängt dann ein bisschen von den relativen Kursen ab, was für unsere Aktionäre besser ist. Ja, darüber hinaus wollen wir natürlich auch immer ins Geschäft investieren können und uns da auch die Flexibilität offen halten. Wir hatten ja über das Schwungrad gesprochen und dem Schwungrad gehören Investitionen natürlich auch dazu und diese Flexibilität wollen wir auch haben nach vorne. Aber ich glaube, es geht für uns insofern, und das sind sicher auch Dinge, die wir noch diskutieren werden in den nächsten 6 bis 12 Monaten vor dem nächsten Kapitalmarkttag. Es geht für uns darum, auch eine auf Englisch Balanced Capital Allocation, also eine austarierte Kapitalallokation vorzunehmen, in der Elemente wie Investitionen in die T-Mobile, Investitionen ins Geschäft in Europa, Glasfaser, sei es in Europa, sei es vielleicht auch in den USA in einem gewissen Umfang, die Aktienrückkäufe bei der T-Mobile, Aktienrückkäufe bei uns und sowas in das richtige Gleichgewicht und natürlich die Verschuldungssituation in das richtige Gleichgewicht zu bringen. Das haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, ganz gut gemacht und es hat uns die Chance gegeben, diesen Merger in den USA zum Beispiel so erfolgreich und so konsequent durchzuführen. Ja, das war ja ein Merger, den wir auch in Rekordzeit im Wesentlichen jetzt auch zum Abschluss gebracht haben. Die nächste Frage bezieht sich genau auf den Merger und zwar, wie viel der Synergien schon jetzt in den Ergebnissen drin sind und wie viel dann noch zusätzlich on top kommt. Ja, also die Synergien werden dieses Jahr schon fast vollständig erwirtschaftet werden. Wie ich eben gesagt habe, sind wir an dem Punkt, wo der Merger, also die Fusion mit Sprint im Wesentlichen implementiert worden ist. Ich denke, wir werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nächstes Jahr noch etwa 1 Milliarde in die Run-Rate, wie man das nennt, in den laufenden Ergebnissen zusätzlich zu diesem Jahr sehen. Aber im Wesentlichen kann man sagen, sind wir jetzt an dem Punkt. Bei den Investitionen ist es auch so, wir hatten ja die Fusion so gestaltet, dass wir ein sehr großes Netz gebaut haben, was jetzt auch gebaut ist im Wesentlichen. Und dann wurden die Kunden der Sprint in dieses Netz hinein migriert und es gibt immer noch sehr, sehr viel Kapazität in diesem Netz. Insofern ist dort die Kombination der zwei Netze abgeschlossen, auch eigentlich seit Ende letzten Jahres im Wesentlichen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist noch eben zusätzliches Spektrum in die Basisstationen zu bringen. Also ich würde sagen, deswegen, wenn Sie die Zahlen anschauen, das EBITDA, das Free Cashflow, da ist noch was zusätzlich drin nächstes Jahr. Aber wir haben jetzt so 80-90% in den Zahlen dieses Jahr. Die Free Cashflow Guidance für nächstes Jahr war ja beim Kapitalmarkttag gegeben und mit über 18 Milliarden vorhergesagt. Insofern, da kommt dann ganz unten beim Free Cashflow im nächsten Jahr dann auch nochmal ein guter Hub. Dann zu dem Geschäft in den USA. Es ist aus Deutschland ja nicht immer ganz einfach, die Geschäftsentwicklung in den USA einschätzen zu können oder die Marktnachrichten einordnen zu können. Ab und zu kommen dann mal ein paar Knallfrösche. Einer war im Sommer diesen Jahres die Meldung, Amazon würde in den Markt einsteigen. Das hatte für heftige Kursreaktionen gesorgt. Du hattest das beim letzten Call schon eingeordnet. Jetzt sind wir noch mal 3 Monate weiter. Was hat sich da in dem Thema getan? Und wie steht es um den Wettbewerber Dish? Ja gut, also erstmal hatten wir starke Geschäftszahlen, ja, und insbesondere auch bei den Neukunden. Und ich hatte ja eben
Bild gezeigt, in dem man gesehen hat, dass die Neukundenzahl in diesem Jahr bislang völlig vergleichbar ist mit der des Vorjahres. Also ist uns gelungen, in dem Lärm, sag ich mal, den du erwähnt hast, eigentlich letztlich Kurs zu halten und genau das abzuliefern, was wir versprochen haben. Und zum Jahresende erwarten wir ja auch für das Gesamtjahr im Prinzip eine vergleichbare Neukundenzahl wie im Vorjahr. Was unsere Wettbewerber machen um uns rum, das ist, will ich jetzt nicht wirklich im Detail diskutieren. Also es gibt natürlich Wettbewerb in den USA. Der eine Wettbewerber gibt mehr Gas, der andere tritt ein bisschen eher vom Gas. Und in der Summe kommen wir da raus, wo wir sowieso rauskommen wollten. Und ich denke, warum ist das so? Weil wir das beste Netz haben in den USA, weil das auch zunehmend, sag ich mal, wenn auch noch nicht jetzt flächendeckend anerkannt ist, aber es wird zunehmend bekannter. Darüber hinaus haben wir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in den USA, gute Kundenzufriedenheit, eine starke Marke und sehr großes Potenzial eben in Segmenten wie dem ländlichen Bereich und auch bei Geschäftskunden, und die nutzen wir auch. Und ja, dann um uns rum passiert dann halt so einiges, und bislang jedenfalls kann man nur sagen, dass aus dieser Dish-Amazon-Spekulation jetzt nichts rausgekommen ist, was uns jetzt in diesem Kurs wesentlich beeinträchtigt hätte. Also man sieht das eigentlich nicht und wir spüren es auch nicht in unserer Geschäftsentwicklung. Und bei den Neukunden der Kabelanbieter weiß man, da sind ja auch, sag ich mal, zum Teil kostenlose Leitungen dabei. Da muss man mal gucken, wie gut die Qualität ist. Aber wir sehen jetzt nicht, dass das unseren Erfolg bei den Kunden maßgeblich beeinflusst. Und wir hatten ja auch die langfristigen Wachstumsperspektiven gesehen auf dem Chart. Das Home-Internet, also die Bereitstellung von Internetanschlüssen für zu Hause über Mobilfunk und die ländlichen Gebiete und Geschäftskunden, das sind sehr robuste Wachstumsmöglichkeiten von der T-Mobile USA. Dann gab es noch neben dem Amazon-Thema eine weitere Zeitungsstory, die ging um eine Sammelklage, die in den USA zugelassen wurde, und es wurde sogar spekuliert, es könnte eine Aufspaltung geben. Das ist, soweit wir das sehen können, weit von dem entfernt, was zu erwarten ist, aber worum ging es bei dieser Sammelklage? Gut, in dieser Sammelklage haben sich 7 Kunden von AT&T und Verizon, also von unseren Wettbewerbern, darüber beschwert, dass durch die Zusammenlegung von Sprint und T-Mobile ein Markt entstanden ist, in dem AT&T und Verizon zu ihren Lasten die Preise erhöhen konnten. Das ist insofern, sag ich mal, lustig, weil wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass sich viele Investoren Sorgen machen über den Wettbewerb in den USA, und es ist ja auch ganz klar, dass wir durch den Merger in der Lage waren, ein völlig anderes Wettbewerbsumfeld in den USA zu schaffen, was eindeutig überlegen, also besser für den Kunden ist. Da gibt es ja gar keine Frage, dass die Wettbewerbsintensität in den USA aus Sicht des Kunden eher positiv entwickelt hat, allein schon deswegen, weil wir ein extrem starkes Netz haben und die anderen, sag ich mal, dazu gezwungen haben, ihre Investitionen in diese Netze deutlich zu erhöhen. Und abgesehen davon haben wir uns ja an die Auflagen gehalten, die uns auferlegt wurden zu Zeiten des Mergers. Wir sind ja durch die Gerichte gegangen. Es gab Klagen gegen den Zusammenschluss. Die Klagen sind aber, sag mal, abgewiesen worden, beziehungsweise es gab eine Genehmigung unter Auflagen, und an die haben wir uns gehalten. Also insofern denken wir, dass das eine sehr spekulative Sammelklage ist. In den USA sind Sammelklagen ja üblich oder häufig. Das sind ja andere Instrumente als in Deutschland, und wir glauben, dass es substanzlos ist.
Ja, wer sich da nochmal anschauen möchte, wie sich der Aktienkurs von AT&T und Verizon entwickelt hat, der wird sehen, dass die sich nicht unbedingt ihre Profite steigern auf Kosten der Wettbewerber, sondern eben von T-Mobile unter Druck gesetzt werden. Und T-Mobile jetzt auf Basis dieses Erfolgs ja auch erstmals die Dividende zahlt. Das heißt, das, was früher so die Dividendenaristokraten waren, da kommt jetzt ein neuer Spieler in den USA auf das Parkett. Dann geht es eben genau um dieses Thema Aktienrückkauf in den USA und Dividende. Die Dividende kommt aus den USA. Wie viel ist zu erwarten und wann genau kommt die Dividende? Also die US-Dividende wird zum ersten Mal dieses Quartal gezahlt, zum Ende des Quartals. Und 3 Milliarden ist ja die Ausschüttungssumme, die für das Gesamtjahr 24 vorgesehen ist. Aber weil wir schon dieses Quartal oder die T-Mobile dieses Quartal anfängt, fallen dieses Quartal dann 750 Millionen Dollar an, von denen wir ja etwa die Hälfte dann zu erwarten haben. Eine Frage von Dividendeninvestoren, die sich über jede Auszahlung einer Dividende freuen, ist: Könnten nicht auch deutsche Unternehmen wie die Telekom eine quartalsweise Dividende ausschütten, so wie man das von amerikanischen Unternehmen gewohnt ist und wie ja auch die T-Mobile USA das jetzt für ihre Dividende angekündigt hat? Ja, im Grunde, also in den USA ist es in der Tat so, dass Dividenden überwiegend quartalsweise gezahlt werden, in Deutschland eher nicht. Die Dividende wird auf der Hauptversammlung beschlossen. Insofern müssen wir natürlich abwarten, bis dieser Beschluss stattfindet. Und es wäre möglich, im Vorgriff schon eine Abschlagszahlung zu machen, das zu verrechnen und so weiter. Ist aber angesichts der hohen Zahl unserer Dividendenberechtigten aus unserer Sicht sehr zu aufwendig und zu teuer. Wir haben ja, und dafür sind wir sehr dankbar, über 1 Million Privatanlegende, von denen manche heute Abend ja auch hier schönerweise dabei sind. Und das würde für diesen Fall einen sehr hohen und aus meiner Sicht nicht vertretbaren Aufwand erzeugen. Gut, dann war noch eine Frage, wie viel Dividenden die T-Mobile USA denn bisher an uns bezahlt hat. Die jetzt bevorstehende Dividende im Dezember ist die erste jemals, die T-Mobile US an uns zahlen wird. Insofern, das ist ein Wendepunkt zum Positiven. Eine Frage noch zu den USA. Der Börsenkurs geht immer mal wieder an die 150 und fällt von da wieder leicht zurück oder prallt davon etwas ab. Gibt es da einen Grund für und was ist der Hintergrund dafür? Ja, der Grund ist, dass es einen sogenannten True-Up gibt. Das vielleicht zur Historie dieses True-Ups. Also muss man sagen, wir hatten in den USA ja lange und am Ende erfolgreich mit Softbank, dem Hauptaktionär von Sprint, verhandelt. Und als die Zustimmung zu der Fusion vorlag, haben wir aber nochmal nachverhandelt, weil wir gesagt haben, in den zuvor liegenden Jahren sich gewisse Entwicklungen ergeben haben, auf die wir nochmal eingehen wollten. Das ist uns auch gelungen, dass wir nochmal das Austauschverhältnis zugunsten der T-Mobile verbessert haben. Allerdings fairerweise haben wir mit der Softbank dann ausgemacht, dass falls die Aktie das Niveau von 150 erreicht, wir müssen jetzt unsere Erinnerung bringen, dass sie damals bei 80 war, dann würden wir diese Neuverhandlung rückgängig machen. Das führt dann dazu, dass die T-Mobile neue Aktien ausgeben würde, etwa 4,5% von ihrem Bestand. Und das würde, wir hatten es ja vorhin mal erwähnt schon, dann die Aktionäre verwässern. Also wir hatten in einem anderen Kontext das Wort verwässern, aber es wäre in der Sache das Gleiche. Das heißt, der Gewinn der T-Mobile würde dann eben auf mehr Investoren, in dem Fall eben noch mehr an die Softbank entfallen.
Und insofern gibt es sozusagen eine technische Hürde bei 1,50, die das Unternehmen aus unserer Sicht sicher irgendwann mal knacken wird. Vielleicht schon bald, wer weiß es, wir haben da ja an der Marke schon gekratzt, aber sagen wir mal, die T-Mobile wird sicher einen gewissen Schwung brauchen, um da durchzukommen, weil sobald wir eben durch die knapp 1,50 ist es inzwischen durch die Dividende angepasst worden, aber sobald man durch diesen Wert durchgeht, ist eben der Trigger, dass dann eine Kapitalerhöhung erzeugt wird. Und das hält dann manche davon ab, zu diesem Zeitpunkt zu kaufen. Aber unsere eigene Einschätzung seitens der Deutschen Telekom ist, dass wir durch diese Marke durchgehen und wir haben uns dafür auch entsprechend aufgestellt. Gut, dann würden wir damit den Fragenblock zu den USA erstmal abschließen. Wir schauen, was ansonsten noch für Fragen im weiteren Verlauf reinkommen. Aber die wesentlichen Punkte haben wir jetzt ja besprochen. Gibt es irgendetwas, was dich institutionelle Investoren fragen, was wir jetzt noch nicht behandelt haben und was für die USA auf jeden Fall wichtig ist, mit zu berücksichtigen? Gut, also es ist sicher so, dass institutionelle Investoren also diese Fragen teilen, die wir jetzt besprochen haben. Darüber hinaus ist ein Thema, wie geht die Deutsche Telekom, die T-Mobile mit dem Thema Festnetz in den USA um. Wir haben ja ein sehr erfolgreiches Festnetzersatzprodukt. In den USA, vielleicht muss man dazu sagen, ist Breitband wesentlich teurer als in Europa. Und insofern gibt es einen Markt für drahtlose Breitbandersatzprodukte, den es in Europa in der Form nicht gibt, weil die Preise völlig anders sind. Und wir sind sehr erfolgreich in diesem Markt unterwegs, weil wir auch diese hohe Netzkapazität jetzt geschaffen haben. Die Frage ist halt, die sich Investoren stellen, ist das irgendwann in der Kapazität erschöpft und brauchen wir vielleicht dann auch Festnetzverbindungen in den USA. Das Unternehmen experimentiert im Moment damit und will die Stärke seiner Marke auch nutzen, die sich ja im eben drahtlosen Geschäft jetzt eigentlich auch gezeigt hat, ja, dass wir im Breitbandgeschäft erfolgreich mitspielen können. Und da muss man halt gucken. Es gibt ja Modelle, dass man zum Beispiel sich außerhalb der Bilanz an Unternehmen beteiligt oder dass man Wiederverkaufsvereinbarungen schließt und so weiter. Das ist eine Diskussion, die es gibt. Die Aussage des Unternehmens dazu ist, dass wir uns das anschauen, dass wir in gewissem Umfang dort auch uns vorstellen können zu investieren, aber nicht in einer Form, die jetzt, sag ich mal, das finanzielle Gerüst der T-Mobile in einer signifikanten Weise beeinflusst. Vielleicht kann man auch noch dazu sagen, für die den amerikanischen Telekommunikationsmarkt nicht so kennen, dass es anders als in Deutschland und in Europa keinen Anbieter gibt, der überall in den USA ein Festnetz hat. Auch die großen Telekommunikationsanbieter, die konzentrieren sich auf einen Landesteil. Insofern das, was wir hier in Deutschland haben, die Deutsche Telekom hat überall Netz und dann gibt es ein paar Wettbewerber. Das ist in den USA anders und sehr fragmentiert, was natürlich auch Chancen bedeuten kann. Gehen wir weiter zu Deutschland. Glasfaserausbau ist ja hier das große Thema, um das sich die Telekom ja sehr intensiv kümmert. Tim Höttges hatte ja gepostet, wie er selber im Bagger den Graben zieht und das Loch durch die Hauswand bohrt. Gleichzeitig liest man, dass es langwierige Genehmigungsverfahren gibt, dass es viel Bürokratie gibt. Wir hatten ja gesagt, 2,5 Millionen mindestens Haushalte wollten wir in diesem Jahr bauen. Wir hatten gesehen, die Zahlen sind sehr positiv, aber wo stehen wir da in diesem Glasfaserthema? Man liest ja auch von Überbau, die Telekom würde sich nicht fair verhalten. In welchen Größendimensionen sind wir da unterwegs und was antworten wir darauf? Na gut, ich sage mal, wir haben das Ziel in Deutschland, wir sind der größte Infrastrukturanbieter in Deutschland und das wollen wir natürlich bleiben, das ist gar keine Frage. Und im Moment ist unser Ziel, dass wir bis zum Jahr 2030 stetig bauen und dann vielleicht im Bereich 60 bis
70% der Haushalte in Deutschland versorgen. Das heißt, natürlich gibt es da auch Platz für andere und dass es hier und da zu Überlappungen kommt, ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich sag mal, Gebietsabsprachen in Deutschland auch nicht zulässig sind, im Übrigen kartellrechtlich, aber dass es eben auch Gebiete gibt, die attraktiver sind und die weniger attraktiv sind. Und ich sage mal, es ist auch nicht fair zu sagen, Telekom, sobald wir was angekündigt haben, bleibt weg, ja, und die Darstellung, dass wir hier Cherry-Picking machen, ist insofern eigentlich sehr unzutreffend, handelt sich ja auch nur um eine kleine Minderheit von im einstelligen Prozentbereich, im niedrigen einstelligen Prozentbereich, in dem es zu, sagen wir, Doppelausbau kommt. In anderen Ländern ist das übrigens völlig üblich. Aus einer Investorensicht würde ich eher sagen, Deutschland wird eher dadurch gekennzeichnet sein, dass es im Wesentlichen einen Glasfaseranbieter pro Region gibt. Wir haben ja ein offenes Netz. Ja, unsere Kunden können wählen. Wenn sie bei uns auf die Glasfaser gehen, können sie auch bei der Vodafone oder bei der 1&1 oder bei der Telefonica Deutschland oder auch anderen dann das Produkt beziehen auf Basis unserer Infrastruktur. Aber wir werden jedenfalls jedes Jahr weiter bauen in den nächsten Jahren. Wir werden überall in Deutschland bauen, wo wir überhaupt die Kapazität haben, das vernünftig zu tun. Und damit wollen wir natürlich unsere Wertschöpfung in Deutschland auch behalten. Aber wie gesagt, es wird Infrastruktur aus Wettbewerb ist ja nichts Neues. Es wird uns nicht gelingen, ich sage mal leider, jetzt alle deutschen Haushalte selber zu versorgen in den nächsten 10 Jahren. Dafür ist es in Deutschland zu teuer. Und wie gesagt, umgekehrt wird es eher so sein, dass in den meisten Fällen der gebaut hat, dort auch eine schöne Rendite haben wird. Wir sind ja auch in vielen Kooperationen, muss man ja sagen, in vielfältigen Formen. Also wir haben vielfältige Kooperationsformen abgeschichtet, wie sich der Kooperationspartner aufstellt. Insofern sind wir da eng mit denen verzahnt, die in Deutschland eben auch wirklich investieren und Netze aufbauen. Und darum geht es ja, die Infrastruktur in Deutschland zu stärken. Thema Infrastruktur und Investition 1&1. Die hatten ja angekündigt, sie würden ein Netz aufbauen. Dann gab es Schwierigkeiten und längere Verzögerungen. Was muss man denn als Deutsche Telekom Aktionär jetzt erwarten davon, wenn die irgendwann mal kommen? Ja gut, 1&1 ist im Moment ja auf dem Netz der Telefonica Deutschland und hat vereinbart mit Vodafone, dass es in den nächsten, also ab 2024 dann auf dem Netz der Vodafone sein wird. Und das soll laut Ansagen des Unternehmens nichts Wesentliches an der Ökonomie oder an der Profitabilität und den Kosten des Unternehmens ändern. Darüber hinaus hat sich die 1&1 ja verpflichtet, ein Netz zu bauen. Das Netz, was sie selber baut, kostet Geld, aber der Plan ist, bis zum Jahr 25, glaube ich, 25% abzudecken und dann mittelfristig etwa die Hälfte von Deutschland. Natürlich kann man dann in diesen Gebieten, sag ich mal, die man sich ja aussuchen kann, profitabler wirtschaften. Allerdings sehen wir jetzt nicht, dass das sich in größerem Umfang auf unser Geschäft auswirken wird, weil wir ja jetzt im Mobilfunk keine direkte Geschäftsbeziehung mit der 1&1 haben. Und wie gesagt, sich jetzt durch den also erstmal durch den Netzausbau nichts Dramatisches ändern wird an der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und durch den Wechsel des Anbieters jetzt auch nicht. Und ich sage mal, es ist, was ich hier sage, es sagt übrigens, wird genauso von Herrn Dommermuth gesagt. Ja, manche bezeichnen das fälschlicherweise als Neueintritt eines Players in den Markt. Aus Investorensicht ist das eher eine Entscheidung, kauft man die Netzleistung lieber ein oder produziert man sie lieber selber. United Internet hat ja schon jetzt viele Millionen Mobilfunkkunden, insofern von destruktivem Marktverhalten
würde man sich da in den eigenen Finger schneiden. Dann das Thema National Roaming, das hattest du ja auch schon angesprochen. Warum ist das etwas, was die Telekom nicht mit 1&1 gemacht hat, ist eine Frage, die gestellt wurde. Gut, es ging uns darum, also grundsätzlich sind wir für Drittgeschäfte offen, aber es kommt uns darauf an, auch vernünftige Monetarisierung unserer Infrastruktur zu erreichen. Und in dem Fall, denke ich, haben wir uns schlicht und einfach nicht einigen können auf die Konditionen. Aber grundsätzlich waren wir offen für dieses Thema und haben entsprechend auch verhandelt. Sehr gut. Dann das Thema Mobilfunkfrequenzen in Deutschland, auch das ein Thema, was ab und zu in der Presse ist mit Neuigkeiten, denn da steht eine Neuverteilung oder eine Auktion oder eine Verlängerung im Raum. Wo stehen wir da gerade und wie wird's da weitergehen? Ja, die Bundesnetzagentur hat dort vor ein paar Monaten eine sogenannte Konsultation veröffentlicht, in der sie den Vorschlag macht, das Spektrum, was im Jahr 2025 ausläuft, nicht zu versteigern, sondern zu verlängern und dann zusammen mit anderem Spektrum im Jahr, also zum Ende der Dekade zu versteigern, eventuell auch danach. Das hätte den Vorteil, dass wir nicht in die Situation kommen, das Spektrum, was im Moment voll ausgebaut ist, zu nehmen und es jemanden und eine Neuverteilung zu erzeugen, die dazu führt, dass das Spektrum dann nicht optimal genutzt wird, weil selbst wenn 1&1 seine Pläne verwirklicht, will es ja nur 50% des Landes ausbauen. Und gerade diese Niedrigbandfrequenzen sind insofern, werden da in der Hälfte des Landes nicht genutzt, wo sie besonders wertvoll sind. Das scheint uns jetzt wenig Sinn zu machen. Darüber hinaus würde in dem Wege der Auktion sicher auch nochmal hohe Kosten entstehen für alle Beteiligten, die zulasten des Ausbaus entstehen würden. Und das Geld würden wir ja lieber in den Netzausbau investieren. Wir bauen ja pro Jahr über 1000 Standorte neu, haben eine Netzerneuerung jetzt geplant. Also wir wollen hier weiter auf sehr hohem Niveau investieren. Jetzt schauen wir mal, wie die Bundesnetzagentur entscheidet und wir hoffen, dass es eine investitionsfreundliche Entscheidung ist. Gut, dann vorletzte Frage zu Deutschland ist zum Thema Effizienz und die Frage, was hat es mit den Berichten zu dem Programm Booster auf sich? Ist das irgendetwas Ungewöhnliches? Sind da jetzt größere Veränderungen zu erwarten? Hat das strukturelle Auswirkungen auf die Telekom? Wie kann man das einordnen? Gut, also die Deutsche Telekom hat in der Tat ein Programm aufgelegt, das nennt sich Booster. Da geht es darum, Effizienzen zu erschließen, die im Wesentlichen aus möglicherweise ineffizienten Prozessen entstehen. Aber natürlich, wir leben auch in einer Welt, die sich dauernd verändert. Gerade in der Telekommunikation ist ja Digitalisierung sehr wichtig. Aber es ist einfach ein Faktum, dass durch neue Technologien weniger Aufwand erforderlich ist. Das heißt, es ist so, dass wir seit 25 Jahren sozialverträglich im niedrigen einstelligen Tausenderbereich Arbeitskräfte in Deutschland reduziert haben. Und das wird auch wohl so weitergehen. Das Booster-Programm ist Teil dieses, sag ich mal, ist ein Input, das in die Effizienz der Zukunft. Und vielleicht dazu muss man auch sagen, das geht ja auch darum, dass wir durch höhere Effizienz es uns auch dann leisten können, den Glasfaserausbau zum Beispiel zu stemmen, der ja enorm teuer ist. Wir investieren
in Deutschland im Jahr 2,5 Milliarden etwa für den Glasfaserausbau. Und das führt jetzt nicht unmittelbar zu höheren Gewinnen, ja, weil ja auch die Infrastrukturen, die wir jetzt betreiben, schon sehr gut sind. Aber wir machen das ja trotzdem aus Überzeugung, weil wir glauben, dass in 5 bis 10 Jahren dann die Glasfaser ihre Zeit haben wird. Und natürlich in vielen Regionen in Deutschland auch jetzt schon hat, wo die historische Infrastruktur nicht leistungsfähig genug ist. Also insofern ist das ein Teil des Gesamtpaketes, ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches, würde ich mal sagen. Es betrifft aber eher, sag ich mal, Mitarbeiter, die vielleicht etwas stärker sich artikulieren. Dann hat eine Aktionärin gefragt, dass sie seit langem immer wieder Telekom-Mitarbeiter, wenn sie mit denen im Gespräch ist, fragt, warum die Telekom nicht einen Tarif anbietet, wo zu einem bestehenden Vertrag dann ein besonders günstiger Vertrag hinzugebucht werden könnte und der sollte dann so billig sein wie einer von den No-Name-Anbietern. Das ist lustig, weil genau das haben wir ja eingeführt. Also wir haben das in verschiedener Form. Ne? Wir haben letztes Jahr, also insofern ein guter Vorschlag und danke, aber wir haben letztes Jahr unsere Familientarife eingeführt. Das ist aber nicht auf Familien beschränkt, sondern es ist auch Friends and Family. Also man kann auch qualifizierende Menschen, die man kennt, dafür gewinnen. Aber das funktioniert so, dass die erste Karte den normalen Preis hat. Also ich rede über Mobilfunk. Die zweite Karte dann 20 € kostet und die dritte und vierte Karte 10 €. Und das ist unabhängig von der Bandbreite, die Sie bekommen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel wenn die Erstkarte ein Unlimited Tarif ist, dann bekommen alle 3 anderen Karten auch Unlimited, in dem Fall also für die genannten Preise. Das ist ein sehr attraktives Angebot. Wir haben damit auch Erfolg im Markt. Und wir haben auch einen Treuebonus dieses Jahr eingeführt. Das heißt, wenn Sie lange Jahre Festnetzkunde bei der Telekom sind, können Sie das für einen Mobilfunktarif nutzen. Das heißt, wir bemühen uns schon, dass unsere langjährigen treuen Kunden gut behandelt werden. Wir haben viele Dinge gemacht. Wir haben also Leistungen erhöht, ohne die Preise zu erhöhen für unsere Bestandskunden in den letzten 1-2 Jahren. Und also ich glaube, es hat auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass wir gute Erfolge im Markt haben, aber ist natürlich schwer, jetzt von jedem Produkt immer Kenntnis zu bringen. Auf jeden Fall können Sie, wenn Sie heute Abend zuhören, bei dem nächsten Kontakt mit einem Telekom-Mitarbeiter dann gleich in die Buchung gehen. Das heißt, dieses Produkt gibt es jetzt. Damit sind wir auch durch die Fragen zu Deutschland durch und wir kommen zu den Themen Kapitalallokation. Du hattest das gesagt. Es geht darum, wir bekommen viel Geld. Was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Was wird aus der Dividende, die jetzt im Dezember von der T-Mobile US gezahlt wird? Na gut, wir haben ja bereits angekündigt und da hatten wir am Anfang drüber gesprochen, dass wir unsere eigene Dividende um 10% erhöhen und darüber hinaus einen Aktienrückkauf von bis zu 2 Milliarden durchführen werden. Das wird nicht nur durch die Profitabilität des Geschäftes außerhalb der USA erzielt, sondern das wird dann natürlich auch mitfinanziert durch die Gewinne in den USA. Es geht ja gar nicht anders. Unsere Dividendenpolitik ist eine Ausschüttungsquote, besteht in einer Ausschüttungsquote auf den erzielten Konzerngewinn und im erzielten Konzerngewinn ist die T-Mobile mal knapp bei 60%. Das heißt, es macht keinen Sinn, eine Ausschüttungsquote auf etwas zu definieren, was jetzt nicht verfügbar ist. Insofern sind die Rückflüsse aus den USA natürlich auch dazu angetan, das zu finanzieren, was wir hier angekündigt haben. Und darüber hinaus, denke ich, versuchen wir, und ich hatte es vorhin auch gesagt, eine ausgewogene Kapitalallokation zu betreiben. Und die Elemente kann ich jetzt heute noch nicht alle verkünden. Aber ich glaube, man sieht ja, wenn man
schaut, was wir gemacht haben. Wir haben immer konsequent in Infrastruktur investiert, sei es in Deutschland, sei es in den USA. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Monaten wieder Spektrum für 3 Milliarden gekauft, hatte ich erwähnt. Das sind alles Bausteine, die dazu führen, dass wir unsere Gewinne nach vorne weiter steigern, und unsere Ausschüttung ist ja an die Gewinne dann auch gekoppelt, und insofern sollte dann die Dividende mit den Gewinnen weiter wachsen. Gut, es wird kein Thema ausgelassen, Thema Kapitalallokation, M&A. Wie sehen wir uns da aufgestellt? Thema Konsolidierung in Europa. Eine Frage fragt, wäre Afrika nicht ein attraktiver Markt? Wie gehen wir das Thema M&A an? Gut, diszipliniert, würde ich sagen. Über die letzten, jetzt mehr als ein Jahrzehnt haben wir ja hier klar priorisiert. Wir haben unser europäisches Portfolio leicht zusammengestutzt, uns auf die besten Märkte fokussiert. Wir haben aber auch ein gutes Geschäft, was nicht ganz zu unserem Zielbild gepasst hat, in den Niederlanden verkauft. Wir haben ansonsten in den USA investiert. Wir haben das wertvollste Telekommunikationsunternehmen der Welt, die T-Mobile, dort geschaffen, und wir haben unseren Anteil an diesem Unternehmen von 43% auf 52% wieder hochgefahren. Das können Sie jetzt M&A nennen oder was anderes nennen, aber es ist jedenfalls, sag ich mal, eine Mittelverwendung. Darüber hinaus würde ich jetzt M&A nicht grundsätzlich ausschließen. In den letzten Jahren war M&A eher Verkauf. Wir haben da sicher sehr hohe Hürden für alles, was wir machen, weil wir ja auch in unser eigenes Geschäft investieren können, beziehungsweise in unsere eigene Aktie. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar kleinere Fragen und ich schaue auf die Uhr und da können wir die vielleicht kurz beantworten. Einmal die Beteiligung, an denen die Telekom eine Minderheit hält. Also das Mobilfunkgeschäft 49% und der britische Telekommunikationskonzern BT. Was ist der Plan damit? Ja, du meinst jetzt das Funkturmgeschäft. Also ja. Das Funkturmgeschäft haben wir, da haben wir 51% verkauft, allerdings mit einer Rückkaufoption letzten Jahr. Die Idee dahinter war, dieses Unternehmen so aufzustellen, dass es einerseits von uns, dass wir einerseits ein starkes Mitspracherecht haben, dass wir weiterhin eine gute ökonomische auch Exposure in diesen attraktiven Markt haben. Umgekehrt müssen wir uns ja priorisieren und auch unsere Bilanzverwendung priorisieren und glauben, dass in dieser Struktur das Funkturmgeschäft auch die Möglichkeit hat, in einem attraktiven Marktumfeld zu investieren, sei es organisch ins Geschäft oder sei es durch sogenannte Build-to-Suit-Programme, die in der Branche üblich sind, oder eben auch durch mögliche Zusammenschlüsse. Da ist jetzt aber auch noch nichts Wahnsinniges passiert. Also da muss man sich keine große Sorgen machen, aber es ist sicher eine Möglichkeit, dass wir dort auch mal zusätzliche Investitionen sehen, und das ist ja ein gutes Geschäft. Also wir wollen das jedenfalls nicht hergeben, und wir wollen unsere Möglichkeit, das Geschäft vielleicht mal wieder zu rekonsolidieren, auch erhalten. Sehr gut. Letzte Frage, eine Frage, die auch immer mal wieder gestellt wird zu unserem großen Investor Bundesrepublik Deutschland. Gibt es da irgendwelche Veränderungen, Neuigkeiten? Hat der sich in irgendeiner Weise geäußert oder ist das stabil wie eh und je? Also mir ist da nichts bekannt. Natürlich muss die Bundesregierung für sich selber sprechen, beziehungsweise die KfW. Aber wir haben da, ich denke, eine stabile Situation und mit etwas über 30% Anteil. Und ja, ich denke zuletzt, oder ich hoffe jetzt mal, dass zuletzt auch die Bundesregierung mit dem Unternehmen zufrieden war, mit dem Kursverlauf, mit der Dividende, mit aber auch, was wir in Deutschland für die Infrastruktur leisten. Und
Und ich denke, nach vorne ist es auch, glaube ich, ein starker digitaler Spieler, von denen es ja in Europa eine begrenzte Menge gibt, glaube ich, ein wichtiges Asset, dass man vielleicht auch wo man vielleicht weiter beteiligt sein will. Aber wie gesagt, da muss die Bundesregierung für sich selber sprechen. Gut, Hannes, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Wir haben jetzt nicht alle Fragen beantworten können, aber die allermeisten. Und wir wollen möglichst die 1 Stunde nicht wesentlich überschreiten. Was ich noch kurz zeigen und worauf ich hinweisen will, sind die Unterlagen, mit denen Sie sich auf dem Laufenden halten können. Sie finden die auf unserer Internetseite. Vielleicht können wir das kurz einblenden. Ja. Hier haben wir es, genau. Einmal der Konsensus, das ist der Durchschnitt der Erwartungen, die die Analysten haben, die die Deutsche Telekom beobachten und bewerten. Also der Durchschnitt der Expertenerwartungen, sowohl für das aktuelle Jahr als auch für die 4 folgenden Jahre. Das heißt, wenn Sie sich fragen, was sagen denn die Experten, wie sich die Telekom weiterentwickeln wird, dann kann ich Ihnen den Konsensus empfehlen. Der ist sehr interessant und alle 3 Monate einmal im Quartal aktualisiert. Wir haben viele interessante Inhalte auf unserem YouTube-Kanal. Da wird jetzt ja auch das Video gestreamt. Schauen Sie sich auf dem Kanal um. Es ist besonders komfortabel, durch die auch längeren Videos zu skippen, weil wir in der Videobeschreibung Links eingebaut haben, wo Sie sehen, was sind die Inhalte des Videos und dann genau an die Stelle springen können, die für Sie gerade interessant ist. Eine Frage beantworten wir aber doch noch, und die war, wird es auch im 4. Quartal einen solchen Live-Webcast für Privatanlegende geben? Hannes, ich glaube, wir können sagen, ja, den wird es geben. Und vielleicht lassen wir uns dabei auch noch was Besonderes einfallen. Das wird ja im 1. Quartal nächstes Jahr sein. Da ist immer besonders viel los. Da ist ja der Jahresabschluss. Da kommt dann auch Vorbereitung von der Hauptversammlung. Insofern einen Termin dafür haben wir noch nicht konkret, aber wir werden auf jeden Fall das Angebot fortsetzen und bedanken uns nochmal sehr für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Hannes, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren. Sie finden unsere Kontaktdaten auf unserer Internetseite unter Kontakte. Da finden Sie sowohl unsere persönlichen E-Mail-Adressen, also nicht nur ein Funktionspostfach, sondern Sie erreichen uns dann direkt, auch die Telefonnummer etc. Kommen Sie gerne auf uns zu und wir besprechen die Fragen und Themen, die Sie haben. Damit wünsche ich allen einen schönen Abend und bleiben Sie uns gewogen und bis bald.